Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie unsere Kotflügelverlängerung an die BMW R1300 GS angebaut wird. Hier seht ihr den Lieferumfang und das benötigte Werkzeug zum Anbau. Zuerst wird der Kotflügel abgenommen. Dann wird die Kotflügelverlängerung und vor allem auch der Kotflügel sehr gut gereinigt. Dann prüft man, wo und wie man die Verlängerung anbringen will. Man kann den Winkel und den Abstand zum Reifen einstellen, indem man die Verlängerung entweder etwas mehr oder etwas weniger unter dem Kotflügel schiebt. Darauf ist vor allem zu achten, wenn man zum Beispiel einen Motorschutz, Motorspoiler oder ähnliches verbaut hat, der den Platz der Verlängerung einschränken könnte. Jetzt werden die Klebepads auf die Verlängerung aufgebracht. Kunden haben Kotflügelverlängerungen auch schon erfolgreich nur mit Industriekleber angebaut. Wir würden aber die hier gezeigte Anbaumethode mit Kleben und Nieten bevorzugen. Dann werden die beiden zusammengeklebt, wobei eine Markierung sehr hilfreich sein kann. Und dann werden die Löcher für die Nieten gebohrt. Welche jetzt eingesetzt werden.
so sieht das Ganze dann aus. Das war's auch schon wieder für heute. Also Servus und bis zum nächsten Video.